Also nee, Moment. Eine Linse fehlt uns noch, ne? Genau. Wie komme ich jetzt runter? Da links. Also im War das Zweifel hier? irgendwo irgendwo an der Seite. Einmal geht's durch dieses... Ich bin so blöd, ich hätte mir diesen ganzen Umweg da drüben, den hätte ich mir komplett sparen können, weil das ja hier zurückgeht. Oh. Ja, aber du bist auch hochgegangen. Ach stimmt, auf der anderen Seite geht's ja auch erstmal noch runter, ne? Ja, das ist mit dem Durchkriechen und alles, da ist alles. Ah! Auf jeden Fall gutes Maschinengewehr. Mag albern sein, aber Funktioniert. ich find's gut. Vorne kommen die Kugeln raus. Pluspunkt. Oh, was war denn das für ein Sound? Bedeutungsschwangeres Nachhallen. Das Geile ist, dass mir diese Laserstrahlen gar nichts machen. Ne? Verbrennen Vorhänge und gehen. Nee, den auch nicht. Totally egal. Ja, auch hier wieder, ne? Ja. Schön Lichtquelle, also ist da oben ein Schatten. Sehr gut. Was ist das? Nee, kann ich nicht aufnehmen. Ach, das ist einfach, glaube ich, wieder eine Nahkampfwaffe, aber die hast du halt schon. Die machen es schon ganz gut, dass wenn du Sachen kaputt hauen musst, dass auch irgendwo noch was rumliegt, Ja. weil du keine Waffe mehr hast. Ja, das wäre ja auch echt scheiße. Ja, aber ne, das Muss man auch erstmal dran denken, ne? ich kenne viel, also jetzt gerade, wo ich auch viele ältere Spiele nochmal nachhole, das war ganz normal, dass bei Spielen Trial and Error war und Error hieß dann, okay, du hast ausprobiert, hat nicht funktioniert, musst einen alten Spielstand laden, wenn du den nicht hast, musst du halt vieles normal machen, dann hast Pech gehabt. Das war... Das ist auch das werde ich nie vergessen, in Prince of Persia 2, dem ganz alten, da gibt es so eine Sektion, die fasst so richtig gut zusammen, warum das Spiel geil ist und warum es scheiße ist. Es gibt so 4 Türen hintereinander und du musst so rausfinden, wie du die alle öffnen kannst. Und eine öffnest du mit einer Druckplatte, wo du einen Gegner drauf haust. Das Blöde ist nur, wenn du den Gegner tötest, dann geht es nicht mehr. Dann musst du das Level neu starten. Was? Ja. Das ist ja... Oh Gott. Nö, das würde man heute durch Playtests halt dann doch alles, glaube ich, rausholen aus dem Spiel. Ey, komplett. Aber auf der anderen Seite ist es halt super geil, so rauszufinden, wo diese Schalter sind. Dann hinterher rennst du einfach so da durch, wo du die ganze Zeit versucht hast, es aufzumachen. Das ist schon ganz cool. Nee. Ach scheiße, nee, hier ist das gar nicht. Geh mal nach rechts, kannst da hochgehen? Da war doch noch eine Tür. Da. Ah ja. Ja, und ich bin aber auch froh, dass es sowas nicht mehr gibt. Weil diese Belohnung kannst du auch machen, ohne dass du es dir komplett verboxt. Okay. Ey, was war denn das für ein geiler Fehler? Ich wollte dich so wenig vorbeilassen, dass sie nochmal aufgegangen ist, nur um nochmal zuzugeben. I'm making a point. Oh, frech. Die haben dir den kurzen Weg abgesperrt. Wow. Der hat so komisch blau nachgeleuchtet. This is ready to Ich hab collapse. grad nicht drauf geachtet. Oh. Spiele meinen Vorschlaghammer. Oder wie auch immer das komische Ding heißt, was ich hier dabei habe. Mensch, das ist doch die Dechsel, ist doch völlig klar. Ach so, oder stimmt. Drechsel oder ach, was weiß ich. Ach, guck mal, aber das jetzt Ding kann man ist... hier durchrennen. Ja, Ja. ich wollte gerade sagen. What's Sieht das happening? was?
Sich wieder beruhigt. Hoch. Das ist quasi gar nicht mehr nach oben, ne? Acknowledge psychological trauma. Break through the barriers of self-deceit, temper, manic behavior. Is this it? Is this the contract? Huh? Okay, tschüss. Das erinnert mich Das voll an die war's. Szene von Ein Königreich für ein Lama, wo sie da in dieser Schlucht gefangen sind und dann durch die Fledermäuse hochgetragen sind und sich am Ende beide so komisch angucken. So, okay, ist das jetzt hier echt passiert? Oh, Jeremy. How much pain and suffering you could have prevented. Emily? What are you doing? Detective, how is your investigation going? Well, I still have no clue where Jeremy is, but I think I know why he's hiding. This place is full of lunatics planning to perform some kind of ritual tonight. Well, that sounds ridiculous. Or rather would have just a day ago. It gets worse. I have reason to believe they killed anyone who didn't want to go along with the plan. Detective, have you encountered any monsters tonight? I just told you, I think they killed people. Beauregard, the author, Perosi, the singer, Mr. Waits, the clerk, Mr. Chance, the gardener, they're all missing. No, I mean, have you fired your gun tonight? Of course not. They wouldn't just kill outsiders like that. It would bring too much attention. But you should keep your eyes open. So you haven't seen anything strange? Been anywhere else? What are you trying to tell me, Emily? Are you in some kind of danger? Let me drive you back to New Orleans. I think I have enough. You know, at least get the police to take a look at this case. No, I'm fine. Thank you, Detective. I'll find your uncle, Miss Hartwood. Just stay out of trouble. Ja, aber was meinte sie denn mit so viel hättest du ersparen können? Das weiß ich auch nicht. Der Vertrag des Schattenmanns. Ist aber auch, also wie er jetzt quasi nochmal so das alles zusammenfasst, dann, Ja. ja, da wurden jetzt die Leute umgebracht, da soll heute noch ein Ritual stattfinden. So ein bisschen so wie so ein Plot-Device, was so reingeschoben wird. Mhm. Ja, aber er ist ja auch es passt aber irgendwie schon, weil er ist ja auch der Detektiv, also Ja. ist er nicht faul. He must first acknowledge psychological trauma in order to proceed. The lying must stop, so we can break through the barriers of self-deceit. Finally, temper manic behavior. Das ist doch einfach eine Patientenakte. Ja, verstehe ich auch nicht so richtig. Naja, gut, okay, vielleicht ist halt dieser Vertrag des Schattenmanns halt auch nur irgendein Teil von einer Illusion oder so, ne? Ja. Das ist halt, oder nur Jeremy kann den sehen. Medicine has failed me. Nothing can be done to dispel the Hartwood curse. Only the sacrificial dagger may release the despair from Jacob's eye. Yet, doing so would be the doom of Derceto. Let this curse of mine be a weapon for once. I accept your demands. Oh, crawling chaos. Build your prison around this godforsaken hospital. When evil has been starved, I will stay buried forever. Okay, das ist der Vertrag. Also er sagt, Mhm. er opfert sich, dafür bleibt das Böse im Derceto. Und wird Aber auch das mit- ausgehungert da. Also wird Ja. da mehr oder weniger auch besiegt. Genau. Wer ist jetzt Jacobs? Kann die Verzweiflung aufs Jacobs Das mit Jacobs Auge verstehe ich auch nicht. Also Jacob, keine Ahnung. Aber der Opferdolch ist, glaube ich, das, was Emily in der Kiste gefunden hat. Ja. Verrückt, diese Emily.
Ist auch geil, ich kann jetzt nicht auf den Dachboden zurück. Steht Edward jetzt einfach auf dem Dachboden? Ja. So. Ich bleib jetzt nicht so stehen. It's getting rough out there. Ja, es ist auch dunkel geworden, ne? Mhm. Guck mal, kannst nicht mehr da rein. Aber warum nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Hier fehlt mir eine Schlüssel, ne? Ja. I need the key. If we can just get rid of Jeremy, everything will go back to normal. That reminds me. I saw Miss Emily earlier. You remember her? You know she's Jeremy's niece. She's looking for him. That's right. She's helping us in her own way. As long as she don't stand in the way of the mother of 1,000 young. I don't think she knows or cares about that. She just here for Jeremy. I've been more worried about that Detective Carmen fella. He's been snooping around asking all kinds of questions. God, it hurts. I wish you would stop doing that. Gives me the heebie-jeebies. Okay. Ja, die hat auch schon bessere Tage gesehen. Ja. The orderlies, Baptiste and Lottie, were back at Derceto as well, like pieces of Emily's past haunting her. She couldn't figure out if they were on her side or not. And what was Lottie suffering from? Warte mal, jetzt haben wir... gibt dem Kind etwas zu spielen. Grace ohne Hörner. Und brich in Dr. Grace Büro ein und finde heraus, was er weiß. Ist auch geil, dass das jetzt halt ganz anders natürlich beleuchtet ist und jetzt diese grünen Lampen an sind. Was ja nochmal richtig geil aussieht. Ach, guck mal, auf dem Balkon, Balkon sag ich schon, auf dem Dachboden auch. Da, in der Ecke. Ja, das eine so, ne? Die war von der Zwischensequenz, war die schon so ein bisschen auffällig. Aber irgendwie kannst du gerade die ganzen Wege nicht mehr benutzen, ne? Oh, Oh. oh. Nun, Hier könnte auch mal wieder einer sauber machen. aber wirklich. Da ist ein bisschen widerlich. Da hilft nur Ekelhaft Flammenwerfer. bei Ihnen. What is going on here? Man weiß es nicht. It's blocked. Guck mal, jetzt ist da auch irgendwas zusammengebrochen. Gucken, was sich noch alles geändert hat. Ja, geht auch nicht auf. Marvelous. Marvelous Science. Oh, ich weiß noch, was ich nochmal sagen wollte. Ich glaube, als wir in der Bibliothek waren, Ja. ich habe wirklich Probleme mit so englischen Wörtern mit magnificent. Ich kann es nicht mal Also von der Aussprache. Ja, Entschuldigung, ja, irgendwie heute so ein bisschen kratzen. Ich habe so Probleme, ich bringe immer die Konsonanten durcheinander. Und ich finde es am witzigsten bei dem Film mit Angelina Jolie, der heißt Maleficent. Ach, Ich habe keine Ahnung. Ich kann's auch nicht. Und jedes Mal, wenn ich den Namen ausspreche, lacht sich meine Frau kaputt. Vorbereitungen auf den Johannistag. We must have faith that Stimmt, die gibt's Jeremy's auch noch. pact with the Dark Man is a bluff. If we are lucky, our visitors will find him and prove it's all nonsense before night falls. What is true is our attempt to call on her. Too many things have happened for this evening to be in vain. Think of Jack and Cassandra, even Perosi, whose circumstances I can't understand. Grace is our goat without horns. She knows it and will play the role. You must talk to your brother, Baptiste. I worry that he will fail us.
Mrs. Thompson. Mrs. Thompson ist die Haushälterin. Das ist diese ältere Dame. Genau, die uns ganz am Anfang so angemotzt hat. Jack war der Gärtner. Genau, Cassandra ist die Sandra Schriftstellerin, Perosi ist die, aus der Astart-Kolonie. genau. Oder wo nicht so ganz klar ist, wo sie herkommt. Dann scheint es ja irgendwie doch, also vielleicht haben die doch alle einfach eine Meise. Lunacy and the Astarte Artist Colony, a monograph by Yael Klein. In early 1909, the old Derceto plantation outside of New Orleans was turned into an artist's colony. 3 famous European artists rented the house and the surrounding land from the owner, the Ledoux family. The colony was chiefly run by Sebastian Cortez, who was playfully dubbed the captain by his collaborators, William Arges and Heinrich Kassel. The colony existed for 6 years, until one day all 12 members disappeared without a trace. It is widely believed that their disappearance is connected to the disastrous hurricane that passed through on September 29, 1915, but nothing truly supports this claim. What is known is their frequent participation in New Orleans nightlife, their love for hosting parties, and their elaborate contributions to the Mardi Gras parades as the Pirates of Pontchartrain. Accounts of their lifestyle can be found in almost every gossip column. It can effectively be summed up as carefree and bohemian. In late June 1909, the name Astarte first appeared in the newspapers. Cortez said the name came to him as he was painting. There is never any claim to knowing about the ancient Phoenician fertility goddess with the same name before this time. His fellow colonist Heinrich Kassel did know, because he later produced sculptures that show clear references to ancient idols of the goddess. It's impossible to know for sure how this name suddenly made an appearance, but it is interesting because of Derceto's history. Das sind diese Skulpturen oben in der Galerie da, oder? Die vor der Uhr stehen. Kann es sein? Even the name Derceto is the Greek name of a Syrian fertility goddess. In the case of naming the plantation, Derceto was certainly not an accident. We know that Elijah Pickford intended to build a temple for his cult, for he had distributed pamphlets 2 years prior to the purchase of the land, advertising his intentions. His followers were estimated to be almost 100 men and women, mostly sailors, Maroons, and Cajuns, when the plantation was built. To outsiders, Derceto registered as an ordinary slave plantation, which enabled Pickford and his flock to remain hidden for decades. The official story is that the cult lasted until 1862, when the Union Army came and burned down the plantation and scattered all who lived there. Following the Civil War, new people started to congregate in the ruins of Derceto to invent a new fertility goddess, the Shub-Niggurath. As much as Derceto is a particular name to have heard of, it's not entirely uncommon among the learned. Astarte is equally known and could have been subconsciously chosen by well-read artists. Shub-Niggurath is, on the other hand, very uncommon. Almost impossible that anyone in Louisiana would have heard that name. The name is referenced only in rare books like Unaussprechlichen Kulten and the Necronomicon, and is believed to be a bastardization of Arabic words meaning pertaining to the dark young. The few paragraphs printed on the goddess are so upsetting that no one in their right mind would want to build a religion resting on such qualities. The Shub-Niggurath cult was hard to get rid of, but it is believed that despite the police jailing and killing several cultists over the years, the main culprit in the cult's demise is the cult itself, which seems to line up with every instance of cult activity on Derceto's grounds.
When Captain J.W. Norton of the Union Army arrived, he described the people at Derceto as malnourished and maniacal. As much as the army tried to save them, they fought back with fervor, as if nothing was going to stop them from slowly destroying themselves. While the disappearance of the Astarte artist colony remains a mystery, the recurring motif seems to suggest that their fate involved lunacy and a hunger for self-sacrifice to that fertility goddess with 1,000 names. Okay. Ich hatte gerade die falsche Tonspur aktiv. Hatte ich gar nicht. Das, was ich gesagt hatte, gar nicht mit drauf. Aber ist egal. Also hier ist auf jeden Fall ganz schöner Infodrop, dass es halt um diese Fruchtbarkeitsgöttinnen geht und was hier alles in dem Derceto schon vorher gelaufen ist. Ja, und vor allem, dass das ja nichts Gutes sein kann, so ganz blöd gesagt. Hier So wäre es schon so blöd, so eine Göttin anzubeten. Hier schließt sich auch dieser Kreis mit dieser Geschichte mit der Union-Armee. Ja, Weil doch da genau. haben die sich doch gewundert, warum die vermeintlichen Sklaven diese Farm so verteidigen. Und konnten das nicht so richtig, verstehen, warum die das machen würden. Und jetzt stellt sich halt heraus, das waren halt Kultangehörige. Da kam das her. Guck mal, jetzt haben sie die Tasche aufgeräumt. Ist hier nichts mehr. Aber man sieht schon am Boden, guck mal. Ja. Jawohl. Das sieht schon ein bisschen kaputt aus. Ja, es sieht schon. Hä? Da kommen wir auch nicht mehr rein. Aber da waren Leute drin, ne? Mhm. Man ganz klar gehört. It looks haunting in this light. Ist das der Baum? Ich glaube, Da ja. ist noch was. Mrs. Thompson, I understand the last week has been busy. Under these circumstances, I find it important to remind you that Derceto's concerns are not a public matter, nor is it something that should upset you. Please continue your excellent work, and don't spend a thought on the death of Perosi, or, more importantly, the suicide of Cassandra Beauregard. They should mean nothing to you or the staff. I rely on your loyalty, and trust that your close kinship with the Tabois siblings will keep Derceto's secrets hidden. Dr. Gray. Okay. Das heißt aber, das hört sich immer mehr danach an, als ob alles, was Kambi gesagt hat, komplett richtig ist. Ja, also das. Ich würde sagen, wir sollten versuchen, hier eher wegzukommen. Mhm. Wenn es schnell geht, macht nix. Aber warte mal, ich kann mal kurz auf die Karte gucken. Aber guck mal, hier ist denn dann nichts mehr drin, ne? Also Ja. im Kesselraum war noch was. War das vorhin schon kaputt? Das Nee, Fenster ich da glaube hinten? nicht. Sogar relativ sicher, dass nicht. Ist auf jeden Fall auch sehr stimmungsvoll mit dem, also auch im Dunkeln. Ich mag es auch generell, dass du dieses Klassische hast. Das spielt halt an einem Abend mehr oder weniger und es wird halt Ja. auch immer dunkler, ne? Na, guck mal, die Katze ist weg, oder? Nee. Ja, und vor allen Dingen, es zieht ein Sturm auf. Ich finde es ja eh immer geil, wenn so Wetterumschwung ist. Ich meine, heutzutage so ein Open-World-Spiel hast du das relativ standardmäßig, aber ich weiß noch, wie baff ich damals bei Resistance 3 war, bei diesem Kampf in der ersten Stadt, wo halt nach und nach
dieser Sturm aufzieht und das halt immer mehr wird und so richtig, richtig krass. Das war der Hammer. Bin ich bis heute beeindruckend. Aber jetzt war hier eigentlich... Du musst doch eigentlich... Ach, guck mal, man muss hier auch durch, weil das ist Ja. verdonnert gewesen. Was waren das jetzt für Geräusche? Die Leiter ist weg. Ist umgestoßen. Die liegt am Ach, Boden. tatsächlich, stimmt. Das war bestimmt dieses blöde Viech da in diesem Eimer. Das kann sein. Das hier ist ja immer zu, ne? I need the key. Ja. Aber wenn du Dr. Grays Sachen durchsuchen musst, dann muss er bestimmt erstmal in sein Büro. Weil du kommst ja auch nicht einfach in die Wohnung von ihm ohne Schlüssel. Warte mal hier. Ah, der ist von der anderen Seite verschlossen. Ach, aber es gibt doch noch diesen Durchgang da. Das ist ein Nebengang, ne? Mr. Waits must have had a spare key to Dr. Gray's office, but where? Der Safe. I need the key. Haben wir jetzt mittlerweile irgendeinen Hinweis, wie die Kombination ist? Stimmt, oder? I don't know the combination. Wait, maybe I do. Sie kennt die Kombination vielleicht doch, dann ist es wahrscheinlich irgendwie in den... ja, wir brauchen aber eine dreistellige Kombination. Ja, das kann es nicht sein. Jeremy's Warnung. Nee, das ist auch nicht. Das ist von ganz am Anfang. Aber komischerweise habe ich das immer noch, ne? Ja. Aber das sind auch, ja, das sind nur noch mal die... Aber da ist auch mehr oder weniger irgendwie einmal alles drin. Guck mal, das ist tatsächlich der Opferdolch. Ja. Vertrag, den hatten wir auch. Da war aber auch nichts mehr drin. 913. Oh. Oh, direkt dabei wieder verschluckt. Aber es wäre irgendwie komisch, also... Aber ist das einzige, wo 3 Zahlen... Wo so, ja, ne, so I better direkt... get to work 913, on breaking the probier's. pact with the Dark Man. It's the only way to save Jeremy. Good thing I still have the talisman. I have a feeling I'm gonna need it. Ich probier's mal, warte mal. Jetzt ist nur die Frage, wie rum. Aber ist ja wurscht, kannst du ausprobieren. 9. Noch einen. Dann 9. zurück. 1. Und jetzt einmal komplett rum. Bis zu 3. Ja, siehst du? 913. Aber sag mal, das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Es macht auch gar keinen Sinn mehr. Warum schreibt er das darauf? Also, Ich weiß es The nicht. last guest in the empty room suffered from severe maladaption. I must write this down, because if I understand the condition sufficiently, it could make me deny this fact at a later date. And there is reason for me to think I may come to suffer the consequences from this dysfunction, as some who came in contact with the guest seemed to adopt a new worldview in which everything was predetermined but broken. Upon accepting this worldview, some memories became unmanageable and later rejected. I do not know what this means. I cannot even remember the fate of the guest. I think they were simply misplaced one day and forgotten. Just like all documents pertaining to this guest, they have all been destroyed, or they never existed in the first place. Who wrote this? There has never been a guest in the empty room. Okay. wessen Stimme waren das jetzt? Das war Mr. Waits auf jeden Fall. Für den langen Text, oder? Aber und für den anderen war das dann Mr. Dr. Gray? Das weiß ich nicht. Es waren doch zwei unterschiedliche Stimmen. Sind doch zwei unterschiedliche. Obwohl, nee. Kann sein, aber auf jeden Fall sind das ja die Bediensteten. Also irgendwie. Hä? Das ist meine Antwort darauf. Schnalle ich jetzt auch gerade nicht.
Emily felt lost as she entered the office of Dr. Gray, much like she had the last time she was here. She began to question what she was hoping to find. She was simply going on a hunch that Dr. Gray was somehow tied up in this contract with the Dog Man. Emily couldn't even begin to imagine what kind of evidence she would need, besides a clear confession, of course. But she doubted she would ever find something like that. She was grasping at straws. The steps on the contract were so confusing to her that she was just hoping to get some small indication on where to go next. Okay. Warte mal, was sind denn die Aufgaben? Also Kind immer noch zu schwer. Gut, das können wir erstmal machen. Here we are, Dr. Gray's office. Now let's see if we can find some answers. I have finished tidying up Miss Beauregard's belongings. I will leave it to you to contact her agent and have them collect her things. I found one of Grace's drawings she might want back, along with this key in her room, which I believe you've been looking for, Mrs. Thompson. Ach, guck mal, Frankreich. Frankreich. Also haben wir jetzt auch eine Möglichkeit, endlich den Globus zu aktivieren. Ja. Dearest Dr. Manzetti, I find myself in a losing battle with my patient. As I've disclosed in my previous letter, his delusions have him completely captured. It's bad enough that he is torturing himself with paranoia, but his madness turns out to be quite persuasive to others, effectively laying the ground for mass delusion. I am writing to you in hope that you can give me some guidance. Beyond my ambition to avoid devastating surgery on my patient, I have grown worried about my own defenses. The words of my patient are deranged, yet they often resonate with something primitive within me. I have tried photographing his brain with X-rays. It was surprisingly difficult to get good results. Dark blotches on the plates kept obscuring all details. My patient looked at the bad plates and cried out in terror, telling me the dark areas was the shadow of the worm, eating him from inside. I could not see anything out of the ordinary. I hope this is a sign that my mind is not as receptive to the madness as I had feared. After further inquiry, my patient described the shadows inside his mind as some kind of chthonic monstrosity that wants to undermine his sanctuary. This is clearly a reference to a place he calls Teroea, a sort of library or convent that works as a psychological haven. With this imaginary haven threatened by this Chthonian, he has now constructed another, less pleasant hiding spot. Lately, he has been bringing up a metaphor of a steamboat that has run aground, that he feels like he needs to start the engines and reverse, but he is afraid that the hole in the hull would cause the whole ship to sink. I've been watching him turn this metaphor into reality for the last week. He knows it's made up, but he is doubling down, trying to make it a real memory. I feel certain that this is my chance to break through the barriers of his self-deceit. Okay, also Das war viel. Jeremy versucht sich irgendwie ein Dampfschiff zu manifestieren, das er befreien will. Und es gibt Röntgenstrahlen und dunkle Flecken auf den Platten. Suche im Krankenzimmer nach Jeremys Röntgenaufnahmen. Wo ist das Krankenzimmer? Treppenhausschlüssel. Ach, das ist Ist nach unten, oder? das ist dieses Gitter da in diesem Rondell. Ich weiß gar nicht, wie das. Hui. This can't be. Oder wir sind einfach jetzt schon da. Nee. Oder? Okay.
Gut, nee. Holy shit-a-roni. Ich bin froh, dass das nur ein Spiel ist. In echt wäre das echt gruselig. Haben wir hier noch was? Na, guck mal, das ist jetzt hier. Genau, Dr. Grays Büro. Also theoretisch könnte da noch was drin sein. Aber ist doch den hast du doch gelöst. Das habe ich eigentlich gelöst, ja. Wieso ist denn der noch markiert? Oder ist das ein Bug? Könnte auch ein Bug sein, aber hier ist nichts mehr. Nö. So, warte mal, wir können wir können zu Grace hoch, weil wir da die Ach, wegen dem einsetzen Frankreich-Ding. können. Genau. Hey, little lady, how's your evening been going? Ups and downs, I suppose. I hear that. We all live in the life of an elevator operator. Are you alright, sweetie? Do you want to see my mask, miss? I'm making it for St. John's. How did you... Is that supposed to be my... Ow! What the fuck? Was ist mit You dir? should learn your place, little girl. Why are you acting this way? What did I ever do to you? Was? Grace! Grace! Was ist mit dir los? Weird, oder? Weirdes Kind. Die gehört auf jeden Fall dahin. The mask had reminded Emily of her father. It didn't seem like a chance connection, but a purposeful reference made by that child. How could Grace have known what he looked like and that it would upset Emily so? And why would she use those words? Emily felt like it was beyond strange. It felt impossible. Did it even happen? Was she losing her mind? Ich hoffe. Denn sonst ist Grace einfach echt ein richtig gruseliges Kind. Den Teufel konnte ich jetzt auch gerade nochmal einsammeln, lustigerweise. Ach, guck mal, hier ist wieder ein Schlüssel. Zwar Flurschlüssel, Erdgeschoss. Ach, jetzt kannst du in den unteren Flur rein. Ah, ja. At least he's breathing. I'll just let him sleep it off. There's something missing. Das ist hier Cassandra. Dem ist das Zimmer einfach Ach, schon das komplett ist- leer geworden. Ja, schau mal, hier ist der... Aber stand auch, wir sollen Cassandras Zimmer auch nochmal untersuchen. Jeremy knew that the only one who could help him now was the guest in room number 3. The room seemed to have been empty for so long. But that wasn't allowed to be true. The story needed to be different. To include something from the outside. He would bring the guest back to room 3 and show them what was in that safe. 913. But those were not the right numbers. That was the combination for the safe in the clerk's office. Ja, gut, hättest du auch einfacher noch haben können. Ich glaube, wenn du Ja. vorher hier hingegangen wärst, dann hättest du die Kombination direkt gehabt. Okay. Ja, aber war nicht vorhin von Raum Nummer 6 die Rede? Der leere Raum, der leere Raum. Der hat keine. Das ist einfach der leere Raum. Aber geh mal Ah, auf die der- Karte. Vielleicht ist das einfach Raum 6, oder? Nee. Warte mal. Einen runter? Leerer Nee. Raum. Aber wir waren noch komplett nicht in diesem Gang.
Also im Kesselraum ist noch was und hinten in der Ecke. Und die Treppe halt runter. Da ging es irgendwie ins Labor oder so. Das Komische ist, dass ich glaube, dass wir gar nicht nochmals in den Keller kommen. Weil die Tür ist ja zu. Ja, aber in den anderen. Da gab es ja noch dieses mit dieser Wendeltreppe. Ja, aber das ist ja ein anderer Keller. Ja, in den anderen, keine Ahnung. Weil da noch, die haben wir jetzt alles. Weil da noch was Rosanes markiert war. Also das sah aus, als sei da noch nicht alles gefunden worden. Okay, dann. Und jetzt können wir aber obenrum wieder zurück. Haben wir denn hier alles? Also in Jeremys Zimmer ist angeblich noch was drin. Guck mal, hier liegt was. Detective Comby, I'm terribly sorry that my niece has pulled you into this mess. Please, with all my blessings, take her away from this cursed place. I have destroyed that eater of worlds and locked it away in the attic and retreated to a place of hiding. Tell Emily I'm safe. Tell her all the lies you can think of to make her listen. Take her back to New Orleans. Sincerely, Jeremy. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Nee. Vielleicht hat er auch einfach den falschen Brief losgeschickt. Aber er hat irgendwas im Dachboden eingeschlossen. Da geht's schon wieder nicht lang. Okay, hier würden wir weiterkommen. Und das hier war auch noch markiert. Das ist das Zimmer von dem Baptist. Ja. Vertrau Brother, I mir. need you to trust me. This is the most important moment in our family's history. I know you have doubts and that the terrible Mama Loa told you lies. I would never betray you. I promise. Lottie. Ach, das ist hier das mit dieser Vorhersagung von wegen, er wird betrogen werden. Stimmt. Das war nämlich auch noch. Und er denkt jetzt, dass dieser Betrug von seiner Schwester kommt. Was ja ist ja gar nicht doof, ne? Abwegig ist. Hier haben wir aber noch nicht den Schlüssel, ne? I think Dr. Gray is in there. Genau, das ist quasi das, Maybe I wo wir can go snoop hinwollen. around his office then. Aber noch wissen wir nicht wie. Beziehungsweise wir haben ja einmal den Schlüssel für diese. It's blocked. Kannst du denn jetzt wieder durch das. Achso, ne, hier war ich ja schon. Durch die. Was ist denn das? Durch das Essenszimmer? Ja, genau. Probiere ich gleich mal aus. Nee, das sitzt auch Also das geht auf jeden Fall nicht mehr. Wo wollte ich denn jetzt nochmal hin? Ach, ich kann diesen unteren Weg lang, genau, und ich kann da durch. Aber auf den Dachboden komme ich ja nicht, weil die Tür ist zu. Warte mal kurz, jetzt bin ich gerade verwirrt. Kommst du da rein? Weil dann könntest du ja in den großen Raum da rechts, weil du hast doch den Schlüssel für den Keller da. Stimmt, ich habe aber auch. Aber das ist auch zu, guck mal. Ach nee, das ist von der anderen Seite nur zu. Das kannst du von hier aus wieder aufmachen. Ah ja. Lass mich mal kurz gucken, ob ich oben ins Dachgeschoss kommen würde. Nee, das geht nicht. Aber warte mal, ich kann jetzt entweder hier unten in den Dings sein, aber ich habe doch noch das. Es ist doch auch noch, gibt dem Kind etwas zu spielen. Ja, das verstehe ich auch gar nicht. Und ich kann halt in diesen leeren Raum schauen. Aber du kommst ja gar nicht in das Foyer, oder? Doch, das ist ja das Verrückte. Ich kann das ja so. jetzt aufmachen. Dann geh erst dahin.
es von einer Seite zu, aber... Irgendwie komme ich doch in diesen Vorraum. Aber wie? Ich weiß. Ach, doch. Du musst jetzt oben, genau. Genau, und dann nach rechts. Also jetzt hier Genau. nach links und dann nach rechts. Und dann bin ich wieder da, wo es auch zum Büro von Dr. Gray geht. Aber diesmal wollen wir ja nicht zu ihm, sondern wir wollen halt in den Gang, in den wir die ganze Zeit noch nicht konnten. So, genau. Und hier haben wir jetzt den Schlüssel für. Und vor allem müsstest du doch dann auch die Tür in den großen Saal wieder öffnen können. Oh, Please, no. das ist aber gar nicht nett. Oh. Was? Hast du dich jetzt gerade selber erschossen? Du hast dich einfach selber erschossen. What the fiddly fuck? Das ist ja krass. Das hat sie Aber einfach selber gemacht, ne? Ja, aber das ist ja auch, wenn du dich mit der Dunkelheit anlegst, wenn das ja wirklich der Hartwood Curse ist, dann richtest du die Waffe ja auf dich. Stimmt. Guck mal, das ist ein mega Detail. Das ist heavy, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen hier eine Pause und gucken in der nächsten Folge nochmal in die Tür rein und dann schieße ich nicht auf den. Bis dann. Tschüss. Tschüss.